Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir wollen heute zusammen das Rezept zubereiten, das wohl in der Cookie-Do-App des Thermomix am berühmtesten sein dürfte, nämlich die Joghurtkruste. Das ist ein wirklich richtig leckeres Brot, das immer herrlich duftet und schmeckt wie vom Bäcker. Ich wäre ja aber nicht die Christina, die ihr kennt, wenn ich nicht das Rezept ein wenig abwandeln würde. Ich werde also statt Weizenmehl Dinkelmehl verwenden, und zwar Dinkel-Vollkornmehl 350 Gramm, und statt Honig werde ich Agavendicksaft verwenden. Das hat einfach den Grund, dass ich gerade keinen Zugriff auf guten Imkerhonig habe, und dann bevorzuge ich doch lieber Agavendicksaft. Wenn ihr guten Honig habt, könnt ihr den natürlich nehmen. Ansonsten halte ich mich aber wirklich mal ans Rezept. Zuerst habe ich hier Hefe eingeweicht, und zwar war das ein Hefewürfel, den ich geviertelt habe und diese Viertel dann einzeln im Kühlschrank eingefroren oder im Tiefkühlschrank besser gesagt. Und jetzt habe ich mir ein Viertel aus dem Tiefkühlfach geholt und habe es in 240 Gramm lauwarmes Wasser eingeweicht. Das gebe ich jetzt in den Mixtopf und dann wird dieses Hefewasser für 3 Minuten bei 37 Grad Celsius und Stufe 1 gerührt und somit die Hefe aktiviert. Danach sehen wir uns gleich wieder. Die Hefe oder das Hefewasser hat 3 Minuten gerührt. Wir gehen weiter vor in der App, drücken auf Weiter. Jetzt sollen wir, wie gesagt, 350 Gramm Weizenmehl Typ 550 zugeben. Ich mag kein Weizenmehl, ich vertrage es auch nicht so gut. Ich nehme deswegen lieber Dinkelmehl, Vollkornmehl, aber 350 Gramm bleiben. Dazu kommen 150 Gramm Roggenmehl Typ 1150. 100 Gramm Naturjoghurt. Ich habe hier Joghurt mit 3,5% Fett. Zwei Teelöffel Salz. Da bin ich auch gar nicht so sparsam. Ich mag es, wenn das Brot ein bisschen Geschmack hat. Dann 1 Teelöffel Honig. Da nehme ich jetzt, wie gesagt, Agavendicksaft. Ein Teelöffel Backmalz. Viele fragen immer in den Facebook-Gruppen, kann man das Backmalz nicht weglassen? Weil ich finde das hier nirgends. Also es gibt bei uns im Blog auch einen Text, wie kann ich Backmalz selber machen. Ich finde, ohne Backmalz ist es irgendwie nicht die Joghurtkruste. Das ist schon für das Rezept nicht ganz unerheblich, für den Geschmack einfach, ne? Also ich würde es nicht weglassen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann 2 Esslöffel Balsamico hell. Da wird auch viel gefragt, schmeckt man das nicht hinterher im Brot? Schmeckt das nicht zu arg nach Essig? Ihr werdet sehen, ihr werdet das überhaupt nicht rausschmecken. Aber ohne den Essig wird das Brot nicht, wie es soll. Also einfach zugeben. Wahrscheinlich, wenn man vorher wüsste, was da alles für Zutaten drin sind, würde man wahrscheinlich erstmal sagen, das Brot, ich weiß nicht, soll das schmecken? Aber vertraut den Tausenden, die es schon ausprobiert haben, die einfach immer nur begeistert sind. Wenn ihr in Facebook-Gruppen unterwegs seid, garantiert habt ihr schon etliche Male gelesen. Meine Joghurtkruste, Bilder, das kommt jeden Tag. So, unser Teig knetet jetzt 4 Minuten bei Teigknetstufe im Thermomix und dann geht es weiter im Text. Ich hoffe, man hört mich noch. Der Thermomix hat mit dem Kneten des Teiges für die Joghurtkruste ganz gut zu tun. Also er entwickelt da Kräfte und der Thermomix wackelt dabei auch ein bisschen, das ist aber kein Problem. Ich habe mir in der Zeit eine ausreichend große Schüssel innen eingemehlt. Die sollte nicht zu klein sein, weil der Teig wirklich noch gut hochgeht. Dafür habe ich die Schüssel vorher etwas angefeuchtet, weil dann haftet das Mehl auch an den Rändern ganz gut. So mache ich das eigentlich immer. Und wenn dann noch etwas Mehl am Boden ist, das ist nicht schlimm. Wir kneten nachher unseren Teig eh noch mit Mehl durch. Der Teig hat fertig gerührt. Der Thermomix arbeitet da wirklich kräftig. Also ihr müsst euch da nicht erschrecken, das ist wirklich ganz normal.
Jetzt haben wir hier schon einen schön runden Teigklumpen. Und jetzt gibt es mehrere Methoden, den aus dem Thermomix-Topf zu holen. Viele haben so eine Blüte, die sie hier unten ansetzen an dem Drehrad und dann den Thermomix-Topf umstülpen und dann drehen, bis der Teig rauskommt. Andere schaben ihn heraus. Ich mache es mir eigentlich relativ einfach. Ich öffne einfach das Messer, lasse es den Teig mit dem Messer nach unten plumpsen, hole dann das Messer aus dem Teig heraus und kratze es noch etwas ab. Das finde ich jetzt am einfachsten. Da gibt es aber, wie gesagt, viele Techniken und Methoden. Da kann jeder vielleicht für sich herausfinden, was ihm am besten gefällt. Ich finde es so am einfachsten. So bekommt man den Teig hier auch gut ab, wie ihr vielleicht seht. Es bleibt nicht viel zurück. So, das war es auch schon. Ich finde, das geht ganz gut und einfach. So, dann mehle ich den Teig noch etwas ein. So sieht es jetzt aus. Jetzt verschließe ich die Schüssel mit dem Deckel, stelle den Teig für 1,5 Stunden an einen warmen Ort, kann in die Nähe der Heizung gestellt werden oder in einen warmen Raum. Nicht zu warm, denn zu viel Hitze schadet unserer Hefe. Dann sehen wir uns in 1,5 Stunden mit einem hoffentlich gut aufgegangenen Teig. Bis dann. Die 1,5 Stunden Gehzeit für unseren Teig für die Joghurtkruste sind fast vorbei. In der Zeit können wir schon etwas vorbereiten. Ihr könnt nachher zum Ausbacken entweder einen Römertopf nehmen, einen gusseisernen Topf. Manche nehmen auch einfach nur eine Auflaufform, weil sie nichts anderes haben. Ich habe hier so eine Brotbackform, die ich dafür verwende. Die fette ich jetzt etwas ein. Dafür habe ich hier in dem Schälchen ein wenig Rapsöl und nehme einfach einen Backpinsel und fette die Brotform einmal ringsherum ein. Dann gebe ich noch etwas Mehl hinein und verteile das dann am Rand. Ihr müsst dann darauf achten, dass eure Form nicht zu klein ist. Also sie sollte ungefähr 3 Kilo fassen. Ich habe nämlich einen kleinen Römertopf, aber der ist einfach zu klein für diese Form. So, 1,5 Stunden Gehzeit sind vorüber für den Teig für unsere Joghurtkruste. Das fühlt sich auch richtig warm an. Das ist einfach durch die Aktivität der Hefe. Das ist ganz normal. So sieht es jetzt aus. Der Teig wird ja nicht geknetet, sondern gefaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle wusstet, als ihr eure erste Joghurtkruste gemacht habt, wie falte ich Brot. Ich wusste es nicht. Ich habe mich wirklich von einem Bäcker beraten lassen, den ich kenne. Der hat mir das dann gezeigt. Wahrscheinlich kriege ich das natürlich nicht so toll hin wie er, aber ich versuche es euch mal zu zeigen. So, also mit dem Teigschaber habe ich jetzt den Teig etwas angelöst und gebe den auf die Arbeitsfläche. Ihr solltet bei der ersten Schicht möglichst nicht noch Mehl zwischen die Schichten arbeiten. Dann trennt sich das nachher nicht so schön. So, dann wird dieses Falten vorgenommen. Falten ist im Prinzip immer eine Mischung aus Dehnen und Falten. Ich versuche es euch jetzt mal zu zeigen. Zuerst wird der Teig mit den Handflächen breit gedrückt. Und dann beginnt man mit dem Falten. Und zwar immer von außen nach innen. Dann dreht man den Teig um 90 Grad, nimmt ihn wieder so, schiebt ihn nach innen, drückt ihn mit den Handflächen an. Und so geht es immer weiter. Durch dieses Dehnen und Falten soll man in den Teig eine Spannung hineinbringen. Wir machen das jetzt auch so lange, bis es schier nicht mehr geht. Sollte euer Teig noch zu feucht sein, könnt ihr hier zwischendurch auch noch mal Mehl drauf stäuben. Aber wenn es geht, vermeiden, weil es sieht nachher einfach schöner aus, wenn zwischen diesen Falten einfach kein zusätzliches Mehl dazwischen liegt. Wie oft ihr das gefaltet bekommt, hängt auch von eurem Teig ab. Bei mir ist jetzt gleich die Grenze erreicht. Ich mache jetzt aber doch noch mal ein bisschen Mehl drauf. Es klebt jetzt doch etwas zu arg.
denke, das war's dann. Jetzt hat mein Teig eine schöne Spannung. Dadurch behält er nachher auch die Form. Ja, jetzt seht ihr das hier. Man kann ihn noch ein bisschen in Form bringen, wenn man das mag. So kommt er jetzt in die Brotbackform. So sieht es aus. Dann bestäube ich den noch etwas mit Mehl. Und jetzt wird der Teig dann eingeschnitten. Da kann man wirklich die Fantasie walten lassen. Ich habe mich heute mal für ein Ährenmuster entschieden. Das zeige ich euch gleich. Zuerst mache ich einen Schnitt längs, ca. 1 cm tief. Und jetzt schneide ich, ich hoffe, man kann das sehen, schräg ein Ährenmuster in den Teig. So sieht es aus. Der Backofen soll nicht vorgeheizt werden. Ich werde jetzt den Teig für 50 Minuten auf die untere Schiene bei 240 Grad Ober-Unterhitze backen. Und zwar decke ich ihn jetzt mit Alufolie ab. Ich habe nämlich für diese Brotbackform natürlich keinen Deckel, aber der Teig sollte auf jeden Fall zum Backen abgedeckt werden. Und nach 50 Minuten nehme ich die Alufolie ab und backe noch einmal 5 Minuten nach. Dann sehen wir uns nach dem Backen wieder. 50 Minuten Backzeit für die Joghurtkruste sind vorbei. Das Brot sieht toll aus, passt aber schön auf. 230, 240 Grad sind wirklich heiß, dass ihr euch nicht verbrennt. Auch die Dämpfe, die aus dem Backofen austreten, nachdem ihr die Tür öffnet, sind nicht zu unterschätzen. Ich stürze jetzt meine Joghurtkruste auf so einen kleinen Backrost und drehe sie dann um. Et voilà! Sie sieht toll aus, oder? Und ich kann euch sagen, jetzt kommt der schwerste Teil am Joghurtkrustenbacken. Jetzt kommt nämlich der Teil mit der Geduld. Jetzt müsst ihr nämlich warten. Das Brot duftet wie verrückt, riecht echt zum Reinbeißen, aber ihr müsst jetzt warten, bis die Joghurtkruste abgekühlt ist, bevor ihr sie anschneiden dürft. Ich zeige euch nachher noch meinen Anschnitt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aktiviert die Glocke, verpasst zukünftig kein Video mehr. Jeden Mittwoch und jeden Samstag werde ich in Zukunft eins meiner Lieblingsrezepte per Video präsentieren. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr automatisch von YouTube darüber informiert. Dann wünsche ich euch beim Backen der Joghurtkruste viel Spaß. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps, wie man noch Sachen verändern kann. Ich weiß, viele machen da noch zum Beispiel Röstzwiebeln mit in den Teig und so weiter. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.